Mein Name ist Andreas Sönnigsen. Ich bin in München aufgewachsen, in Hamburg geboren und habe in München Medizin studiert. Und jetzt seit knapp 3 Jahren bin ich Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Corona ist meines Erachtens der Kristallisationspunkt für etwas, was seit vielen, vielen Jahren politisch schief läuft. Und ja, vielleicht sage ich erst mal ein paar Sätze zu Corona. Ich habe Ende März bereits warnend meine Stimme erhoben vor einem Jahr. Leute, zählt nicht nur die Corona-Infizierten und die Corona-Toten, sondern überlegt euch auch, was das für Folgen hat, was wir hier an Maßnahmen ergreifen und ob das insgesamt sinnvoll ist. Die Corona-Krise ist immer weiter eskaliert mit einer massiven Einschränkung der Grundrechte, mit letztendlich vollkommen übertriebenen Maßnahmen, die uns wirtschaftlichen schweren Schaden zufügen, die psychischen Schaden zufügen, die Kleinunternehmer ruinieren, die ganze Tourismusbranche, die Gastronomie, der Einzelhandel, Kleingewerbe. Wird geschädigt, und das hat natürlich auch alles gesundheitliche Folgen. Wir wissen sehr genau, dass Arbeitslosigkeit und Armut oder finanzielle Probleme gesundheitliche Folgen haben, und wahrscheinlich gehen durch die Maßnahmen viel mehr Lebensjahre verloren, als wir jetzt durch Verhinderung von Covid-Erkrankungen retten. Das ist für mich aber nur ein Kristallisationspunkt für das, was in der Politik falsch läuft. Die Politik ist völlig abgehoben, sie ist völlig fern des Bürgers. Die machen da oben sozusagen, was sie wollen. Es geht eigentlich nur noch ums Geld. Wir haben immense Verflechtungen. Gerade ist es wieder aufgekommen. 2 Bundestagsabgeordnete sind verstrickt in die Produktion und den Verkauf von Masken und verdienen letztendlich an dieser Krise mit. Das darf einfach nicht sein. Wir brauchen hier eine völlig neue politische Ausrichtung. Und das hat mich letztendlich in die Politik gebracht und mir gesagt, wir müssen jetzt aktiv werden. Ja, und dann habe ich von der Basis erfahren, die 4 Säulen mir angesehen, das Rahmenprogramm mir angesehen, die Satzung mir angesehen, und habe ich mir gesagt, das ist es. Das ist genau das, wonach ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren suche. Es gibt endlich wieder eine wählbare Partei, und in dieser Partei, da machst du mit. Die haben einfach ein super Programm, das noch nicht ausgefeilt ist natürlich, weil es ja eine ganz junge Bewegung ist, aber das von den Grundprinzipien einfach die richtigen Pflöcke einschlägt. Diese 4 Säulen, die sind für mich, das ist wirklich einfach der Nagel auf den Kopf getroffen. Ja? Die Freiheit als absolutes Grundrecht an den Anfang gestellt, gerade als Antwort jetzt auch auf die massiven Freiheitseinschränkungen, die wir erfahren, auf die Kontrolle, auf den Testzwang, den indirekten Impfzwang, der jetzt schon hinterm Busch lauert. Das kann nicht sein. Wir als Bürger müssen selbst entscheiden dürfen. Und damit wir das können, da brauchen wir die 2. Säule, wir brauchen Machtbegrenzung. Macht muss beim Volk bleiben, muss bei dem Bürger bleiben, deswegen Basisdemokratie. Und ich will in den Bundestag gehen, um der Basis eine Stimme zu verschaffen. Nicht nur alle 4 Jahre, wenn sie ihre Stimme abgeben, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass sie eben auch während der Wahlperioden regelmäßig befragt werden und ihre Stimme Gehör findet. Die 3. Säule, die Achtsamkeit, ist natürlich die Grundvoraussetzung für das menschliche Miteinander, national und international. Ich sehe hier also auch die große Politik
für mich als wichtiges Ziel. Ja, wir brauchen international eine ganz andere Ausrichtung. Dass die Europäer, dass wir uns nicht abstimmen, ja, dass wir uns einmischen in Konflikte in Afghanistan und im Irak, das ist völlig inakzeptabel. Bundeswehrsoldaten haben im Ausland nichts verloren. Wir brauchen sicherlich noch ferne Zukunft und Utopie, dass wir das gar nicht mehr brauchen, aber im Moment, denke ich, brauchen wir noch eine Verteidigungsarmee, aber sie soll eben auch Verteidigungsarmee bleiben. Und das ist auch eine Form der Machtbegrenzung. Ja? Wir wollen nicht Macht ausüben über andere Menschen in anderen Staaten. Ja, und von der Machtbegrenzung kommen wir zur Achtsamkeit, zur dritten Säule. Und die Achtsamkeit betrifft natürlich nicht nur den Umgang der Menschen miteinander, der Nationen miteinander, sondern es betrifft natürlich auch den Umgang mit dieser Erde, mit der Umwelt, also dass wir die Klimakrise in den Griff kriegen, dass wir überhaupt die Umweltbelastung in den Griff kriegen und hier natürlich die internationalen Konzerne auch in die Pflicht nehmen. Die nächste Säule ist ja dann die Schwarmintelligenz und die ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben so viel Expertenwissen und da ist auch die Corona-Krise jetzt wieder bezeichnend dafür. Die Regierungen haben sich ganz, ganz einseitig bestimmte Experten herausgesucht, die sozusagen ihrer Meinung nach das Richtige sagen. Und es geht wahnsinnig viel Expertise eigentlich verloren durch den fehlenden Diskurs, durch die fehlende Auseinandersetzung mit unterschiedlichem Expertenwissen und unterschiedlichen Meinungen. Der Schwarm ist einfach viel intelligenter als irgendein Einzelner. Ja, und diese 4 Säulen, die kann man nun auf alle Bereiche der Politik umlegen, auf die Finanzpolitik. Wir brauchen ein Finanzsystem, das gerecht ist, das nicht zu einer fortwährenden Umverteilung von Ressourcen von unten nach oben führt, wie wir es jetzt ganz extrem in der Corona-Krise erleben. Wir brauchen Kontrolle und Machtbegrenzung für die internationalen Konzerne. Wir brauchen eine Transaktionssteuer. Es kann nicht sein, dass Konzerne in Deutschland Geschäfte machen und ihren Firmensitz aber in den Bahamas haben und hier keine Steuern zahlen. Das muss abgestellt werden. Und das können nur Politiker, die unabhängig sind, die selber keine Interessenkonflikte haben und die tatsächlich den Bürger vertreten. Nicht sich einmal wählen lassen und dann den Bürger 4 Jahre vergessen. Wir brauchen ein neues Bildungssystem, ein besseres Bildungssystem, das mehr Chancengleichheit gewährleistet für alle. Wir dürfen uns auf keinen Fall nochmal so etwas leisten wie jetzt im vergangenen Jahr. Meine Kinder sind jetzt seit einem Jahr praktisch nicht mehr in der Schule. Also mit Unterbrechungen findet Unterricht im Online oder gar nicht oder abwechselnd. Jetzt im Moment haben sie nur Montag, Dienstag Schule und die andere Gruppe dann Mittwoch, Donnerstag und am Freitag haben sie gar nichts. Also es ist eine Katastrophe. Wir rauben den Kindern im Moment ein ganzes Lebensjahr. Und so etwas darf nie wieder vorkommen. Wir haben ein Gesundheitssystem, das sich in den letzten 20, 30 Jahren zunehmend auf Gewinnmaximierung ausgerichtet hat. Ja, die Privatisierung der Spitäler hat dazu geführt, dass medizinische Maßnahmen nicht mehr deswegen ergriffen werden, weil sie gut für einen Patienten sind, sondern weil sie die Kasse füllen. Und das Gleiche gilt leider auch für viele niedergelassene Ärzte. Wir brauchen hier eine Medizin, die wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellt und die dem Menschen auch ermöglicht, einen Zugang zu dem, was er auch selbst für sich als Heilung haben möchte. Ich komme eigentlich traditionell aus der evidenzbasierten Medizin und die evidenzbasierte Medizin wird ja sehr häufig missverstanden, weil man glaubt, das sind nur die Studien, die da beachtet werden. Nein, die evidenzbasierte Medizin besteht auf 3 Säulen und das eine ist die Studiensäule und das andere, mindestens genauso wichtig, ist die klinische Expertise des Arztes, der den ganzen Patienten sieht. Und die dritte Säule, genauso wichtig, ist
sind die Wertvorstellungen und Wünsche des Patienten. Und aus diesen 3 Säulen macht man eine gute, informierte, partizipative Entscheidung, also eine gemeinsame Entscheidung von Patient und Behandler. Das müssen wir im Gesundheitssystem wieder implementieren. Und jetzt als Beispiel die Impfung. Die Impfung gegen die Corona-Erkrankung. Diese Impfungen sind unzureichend getestet. Ja, wir blicken auf Studien von 3 Monate Dauer. Wir haben keine Informationen über die Langzeiteffektivität. Wir haben keine Informationen über die Langzeitsicherheit. Und es wird aber eine massive Propaganda für diese Impfung gemacht. Das heißt, die Menschen werden nicht ausreichend und ehrlich informiert über Nutzen und Risiken dieser Impfung und können nicht selbst entscheiden, ob sie diese Impfung tatsächlich wollen oder nicht. Und für viele Menschen ist diese Impfung natürlich vollkommen sinnlos und überflüssig, weil sie an Corona nie ernstlich erkranken werden, vor allem alle jungen Leute